Ja, hallo liebe Leute, jetzt wollen wir mal anfangen, diese Herzplatine hier zu löten. Das werde ich in mehreren Schritten machen. Das dauert schon seine Zeit. Also hier haben wir den kleinen Stecker für das USB-B, mit dem ich das Ding versorgen möchte. Dieser Stecker, der wird hier so reingesetzt. Da war ich wirklich verwundert. Ich habe den Stecker selber, also das Bauteil in KiCad erzeugt und nach den Zeichnungen, die im Internet bei AliExpress geboten worden, und das passt wirklich wie angegossen. Und hier, da sind auch so Pinne dran, die kann man jetzt hier so ein bisschen auseinander biegen, damit er hier schön festhält. Und dann kann man den schön einlöten. So, dann wollen wir hier mal rangehen ans Löten. So, da haben wir das Löteisen. Das ist so eine Lötstation, die habe ich schon ziemlich lange. Fixpoint von Polin. Ich weiß gar nicht, ob der die heute noch führt. Ich meine, der hätte heute andere, aber die werden wahrscheinlich nicht schlechter oder besser sein, sondern vergleichbar. So, dann, ich mache das Ganze hier mit so einer Lupe auf. Meine Augen sind nicht so unbedingt die besten. So, dann löten wir das Teil hier an. Also eigentlich muss ich nur diese beiden hier anlöten. Das sind die spannungsführenden. Hier auf der Seite löte ich es aber auch an, dass es eben einen vernünftigen Halt hat. Aber wie gesagt, ich nutze nur die Spannung von dem USB-Anschluss. So, den USB-B-Anschluss habe ich aus dem Grunde genommen, weil das der einzige ist, den ich jetzt so gefunden habe, den man in Durchsteckmontage bekommt. Die USB, Micro-USB und Mini-USB, die habe ich nur in SMD-Bauform gefunden. Okay, dann schauen wir weiter. Gerade hier drauf schauen, ja, das sieht ganz gut aus. Ist auch fest, das Ding. So hier, das kann man jetzt noch ein bisschen auseinander biegen, aber das passt so schon. So, jetzt haben wir hier zwei Taster. Die habe ich auch irgendwo. Ich habe hier aber eine riesige Kiste, da sind auch die ganzen LEDs drin und da habe ich auch noch ganz viele von diesen Tastern. Dann nehme ich jetzt einfach mal zwei neue raus. So. Neu ist übertrieben, die haben zum Teil schon ein bisschen verbogene Pinne. Das liegt daran, dass die in der Kiste da ein bisschen hin und her gedillert sind. Das ist aber nicht weiter schlimm. So, die setzen wir jetzt hier ein. Dann machen wir hier den ersten rein. Eine Richtung gibt es da nicht. So, jetzt muss man schauen, wie macht man das, dass das hier unten möglichst gut aufsetzt. Ich mache das so, dass ich das Bauteil hier so gut wie möglich andrücke und die Pinne unten dann so ein bisschen auseinander biege. Und dann hält der ganz gut. Dann löten wir jetzt mal den ersten an. So, das war Nummer 1 Pin. Das ist dann hier die Nummer 2. Ja, der ist auch dran. Okay, haben wir den ersten Taster eingelötet. Dann habe ich hier den zweiten direkt liegen. So, den setzen wir auch so rein und biegen das hier unten so ein bisschen auseinander. Kann man das jetzt so hinlegen. Da muss ich noch mal ein bisschen schauen. Das müsste aber funktionieren. Okay, dann löten wir das auch an. Den ersten hier. So, jetzt ist das Bauteil schon fixiert durch diese Einlötung. Und dann wackelt das auch nicht mehr so. Okay,
dann haben wir die beiden Taster hier drin. Die kann man jetzt noch so ein bisschen zurechtbiegen. Kann man bedienen. Okay, der eine ist ein bisschen höher. Ah. Ich sag mal, es muss auch nicht schön sein, es muss nur ganz einfach funktionieren. So, dann schaue ich einmal hier in meine Kiste. Und zwar, jetzt möchte ich die Bauteile hier für diesen IC-Sockel. Ich habe leider keinen 40-poligen IC-Sockel im Moment. Beziehungsweise ich habe einen, das ist aber so ein Textursockel, den möchte ich da hinterher lieber draufstecken, den möchte ich nicht fest einlöten. Jetzt sieht man hier, das sind genau 18 Pins und da fehlen noch 2. Und hier habe ich nochmal das Ganze in ein bisschen mehr. Das heißt auf der Seite, da bleiben hier ja auch so ein paar über. Schauen wir mal, was wir machen. Ich möchte erstmal hier den entsprechend trennen. Und zwar, das sind 40-piniger Chip, also haben wir hier, müssen wir hier 20 abbrechen. Und da muss man darauf achten, dass man das auch so einigermaßen vernünftig hinbekommt. Okay, ich habe mir hier mal paar Werkzeuge besorgt. Nehmen wir noch mal die Dings ran, die Lupe auf den Kopf. So, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, da möchte ich abbrechen. Ich zähle jetzt lieber nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, da möchten wir abbrechen. So, das müssten jetzt 20 Pinne sein. Gucken wir mal nach. Es sind aber 21. Okay, haben wir einen zu viel. Nicht weiter schlimm. So, den brechen wir dann hier hinten auch noch ab. Diesen einen Pin. So, jetzt muss es passen. So, da haben wir 20 und die müssen jetzt hier halt eingelötet werden. Das mache ich jetzt so, dass ich das hier so hinlege. Möglichst, dass das gerade ist. Und dann löte ich erstmal einen davon an und dann schauen wir uns das Ergebnis an von oben. So, fangen wir hier an. So, der eine reicht erstmal. Schauen wir mal. Ja, die sieht schön gerade aus. Da können wir weiter mitmachen. So ein bisschen kratzen, das Schwarze da weg. So, dann machen wir den Gegenpol hier auf der Seite kurz fest. Da kurz gelötet. So, und dann können wir die anderen Pinne hier anlöten. Ich will gerade mal hier ein bisschen Platz schaffen. So, dann
Was haben wir da? Okay, den haben wir gleich drin. So, haben wir die erste Reihe 20-polig für den Chip drin, auch einigermaßen gerade. So, jetzt haben wir ja hier die übrig und die haben wir übrig und wir haben die hier übrig. Das sieht mir, ja, das können wir nehmen, kommen wir mal gerade. Dann machen wir erstmal den und den anderen werde ich mir dann noch entsprechend zurecht schneiden oder knicken. So, da müssen wir jetzt wieder schauen, was legen wir drunter. Mal hier dieses Döschen. Schauen wir uns das mal an. Klappt das? Jo, das sieht ganz gut aus. Lötzinn erstmal auf einer Seite hier anlöten. So, das war's schon. Gucken wir uns das mal gerade an. Das sieht schön gerade aus. Okay, das löten wir jetzt fertig. Kann man hier weitermachen. So, zählen wir mal gerade. Also, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück. Also haben wir hier auf der Seite noch 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Okay. Und da müssen wir hier jetzt wieder 9 Stück abtrennen. So, auf der Seite sieht das besser aus. Okay, nehmen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also bis dahin. Zählen wir nochmal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 ist der. Da muss es getrennt werden. So, müsste eigentlich passen. Schauen wir das mal an. Ja, das sieht ganz gut aus. Ist so ein bisschen hier noch, steht das hier oben über. Das müssen wir hier noch ein bisschen säubern. Entweder hiermit oder mit dem Seitenschneider oder vielleicht mit dem Dremel. Aber ich denke mal, das kriegen wir jetzt hier einfach mit dem Seitenschneider hin. Versuchen wir mal die andere Seite ein bisschen zu säubern, ob das besser passt.
Jo, das sieht gut aus. So passt der. Der ist jetzt auch direkt fest fixiert. Da müssen wir gar nicht viel mitmachen. Wir können den sofort einlöten. So, dann machen wir das jetzt von hier aus und löten hier noch die letzten 9 Pinner an. Nochmal von oben gucken. Ja, okay. Klappt. Okay, so jetzt kann man hier so ein bisschen mit dem Fingernagel drüber gehen, aber sieht schon mal ganz gut aus für handgelötet. So, dann haben wir den IC-Sockel drin, da können wir den Chip reinsetzen. Hier kann man jetzt noch so ein bisschen mit dem Zange das gerade rücken, aber das passt schon. So, jetzt haben wir noch das Bauteil hier. Da habe ich nur einzelne Stiftleisten. Habe ich die hier? Ja, die habe ich hier. Nummer 1, Nummer 2. Die sind aber zu lang. Die müssen auch noch entsprechend gekürzt werden. Da brauchen wir 2x5. So, der eine ist, glaube ich, 6 und der andere 7-polig. Also 5 einmal abzählen. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 8 ist das. Da müssen die 3 hier weg. Gucken wir mal, wo wir die am besten halten. Und weg damit. So, dann haben wir den ersten hier drin. Gehen wir da so rein. Und der zweite, der ist, glaube ich, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 6 ist das. Da muss nur einer weg. Das ist gar nicht so einfach. Das machen wir, denke ich mal, mit der Zange auf der einen Seite und dem Seitenschneider auf der anderen. Versuchen wir es mal hier. Da halte ich das lieber mal mit dem Seitenschneider. Und vielleicht können wir es auch einfach mit dem Seitenschneider abtrennen. Versuchen wir es mal. Und da haben wir nur noch 5. So, dann der wird da auch passen. Dann können wir den jetzt einlöten. Da muss man jetzt wieder schauen, wie macht man das am besten. Wieder irgendwas drunter legen. Garantiert bessere Möglichkeiten, aber es geht ja immer hier nur um den ersten Lötpunkt und dann können wir den Rest dann hinterher ohne so eine Hilfsstellung löten. Also gucken wir uns die mal an, machen wir hier einen Lötpunkt hin. So, gucken wir uns den mal an. Ja, der sieht gut aus. Nicht ganz drin, das ist aber nicht schlimm. Und dann löten wir die anderen Punkte jetzt auch noch. Machen wir so. Und dann haben wir hier noch die 4 weiteren. So, erster Pfosten drin. Dann haben wir hier den zweiten 5er, den setzen wir daneben. Und da schauen wir jetzt, dass wir den möglichst
genauso reinkriegen wie den anderen. Also auch so ein bisschen hoch. Kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Versuchen wir es mal wieder mit dem Teil hier drunter. Auf der Seite was unterlegen. Ja, das sieht nicht so gut aus. Der ist auch rausgefallen. Neu ansetzen. Ja, der will jetzt nicht so recht halten. Da müssen wir ein bisschen zaubern. Schauen wir uns mal, ziehen wir uns mal ein bisschen Lötzinn auf den Lötkolben. Weil so viele Hände habe ich hier jetzt nicht. Nicht einfach. Seht ihr das überhaupt? Ja, müsste ich da eigentlich sehen. Ne, einfach nicht. Mist. So. Hat sich jetzt direkt hier auf dem Dings auch noch gelöst. Das ist doch ein Traum. Ja, ein Trauma. Das Loch ist jetzt auch noch hier halb zu. Da kommt wirklich Freude auf. So, dann schauen wir noch mal hier in die Kiste. Da mache ich noch mal 5 neue. So, versuchen wir die gerade noch mal reinzusetzen. Nicht. So, jetzt haben wir den Fass da drin. Dann können wir den jetzt hier draufsetzen.
Okay, ich verlöte die jetzt einfach. Der Stecker wird da drauf schon halten. So, der ist jetzt hier auf der einen Seite ein bisschen höher, aber da wird das Kabel dieses Dings da schon gut drauf halten und die kann man hier jetzt noch so ein bisschen richten und das passt schon. So, dann haben wir hier, das ist für die Programmierung mit dem Arduino Programmiergerät. So, jetzt haben wir hier oben die Widerstände. Die habe ich auch hier in der Kiste. Da haben wir hier insgesamt 8 Stück. Hier sind ein paar mehr drin, glaube ich. Und die müssen jetzt hier so reingelötet werden. 1, 2, 8 Stück sind das insgesamt, wie gesagt. Da fängt man jetzt am besten erstmal an, diese hier so reinzusetzen. Und unten dann am besten auch ein bisschen auseinander zu biegen. So, ziehen wir das erstmal her. So, die Zange ist hier. So, ja, das sieht ganz gut aus. Kann man es rumdrehen und hier löten. Das lege ich jetzt auch hier so drauf. Und jetzt habe ich wieder beide Hände frei beim Löten. Und dann sollte das auch klappen. So, wo waren wir da beim Löten? Hier. Ne, Quatsch. Da. Und das war der erste und der zweite. Damit ist der Widerstand hier eingelötet. Ja, passt. So, und dann nehmen wir den nächsten Widerstand. Das sind 300 Ohm Widerstände für die Leuchtdioden. Und dann, die kommen jetzt, der eine hier. Biegen wir den auch mal gerade hier zurecht. Der kommt da durch. Na komm schon. Ein bisschen hier zurecht biegen. Kann man den auch hier so ein bisschen reinziehen. So, da haben wir ihn. Und dann biegen wir jetzt die Drähte hier unten auch so ein bisschen auseinander, dass das so hält. Und dann können wir es da auch löten. So, der sieht auch ganz nett aus. Dann nehmen wir den nächsten Widerstand. So, den legen wir mal beiseite, der ist noch völlig ungebogen. Ich nehme die, die wir schon hier gebogen haben. So, dann machen wir hier jetzt die erstmal alle schön zur Seite, damit wir da wieder Platz haben. Und dann kommt der nächste rein. So, den biegen wir jetzt auch schon mal entsprechend vor. Den möchte ich jetzt hier reinsetzen. Von da und nach da. So, die Drähte durchziehen muss ich jetzt hier nicht, weil die sind jetzt schon entsprechend. Und dann können wir die hier so zurecht biegen, dass das wieder hält. So zum Beispiel.
Und dann müssen wir jetzt die beiden dort anlöten. Okay, auf geht's. So, Nummer 1, dann ist das Bauteil auch direkt fixiert. Nummer 2. Ja, sieht ganz okay aus. So, nächsten. So, da haben wir hier den Widerstand. So, dann können wir den hier noch ein bisschen reinziehen. So, ein bisschen verbiegen. Den hier, den kann man jetzt da wegbiegen. So, dann haben wir die beiden dort. Können wir schauen. Durch meine Lupe seht ihr, wo ich löte. Ja, das müsst ihr da sehen. Das ist jetzt hier das ist jetzt die erste Lötstelle, die zweite Lötstelle. So, Widerstand ist drin. Ja, sieht auch ganz okay aus, kann man ein bisschen zurechtbiegen. So, dann haben wir hier jetzt unten einen. Da jetzt wieder einen Widerstand rausbiegen, den schon mal entsprechend zurecht. Für das aufrechte Stehen. So, dann das kommt da rein. Einmal da. Einmal da. Ist jetzt gar nicht so einfach mit den dünnen Beinchen, wenn die Augen nicht mehr so die besten sind. So, da haben wir den drin. Jetzt können wir die auch zurechtbiegen hier und entsprechend verlöten. So, wo müssen wir hin? Das sind die beiden hier. 1 und 2. So, das müsste schon gereicht haben. Ja. Jetzt haben wir hier noch 3 Stück. Das heißt, eigentlich müssen wir 5 drin haben. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, passt. So, ich habe hier auch noch 3 drin liegen. So, nächster 300 Ohm Widerstand. Und dann verdrehen wir die hier wieder ein bisschen. So zum Beispiel. Ja, das passt. Und verlöten. Jetzt muss ich nur das Lötzchen vernünftig hinholen und schauen, dass die Augen alles sehen. Ja. Ich hoffe, ich blockiere nichts mit meinen Händen. So, nächster. So, dann biegen wir die hier weg. Dann machen wir da den nächsten rein. Den vorletzten. So, dann machen wir jetzt den hier. Kommt was rein. So,
schieben wir den Widerstand rein und ziehen mal hier noch das Drähtchen ein bisschen, ja, das passt. Ja, ein bisschen auseinander gebogen. Können wir den auch verlöten. Welcher ist es jetzt? Das sind die beiden hier. Und Nummer 2. So, jetzt kommt noch ein Widerstand. So, das ist jetzt dieser Widerstand hier. Ich gehe mal hier ein bisschen besser unter die Kamera. So, da setzen wir den Widerstand auch so rein. Auf der Seite auch das Löchlein treffen. So, dann sieht er ganz gut aus. Und wenn wir das hier wieder auseinander biegen und hält das, ja, das hält. Also wieder Löteisen und löten. Nummer 1, Nummer 2. So, jetzt haben wir hier so einen Haufen Drähte unten dran hängen. Die möchte ich jetzt alle abtrennen. Mache ich mit so einem Seitenschneider und dann einfach hier so dran und weg damit. Diese Drähte, die kann man, wenn man möchte, aufbewahren. Die kann man immer irgendwann gebrauchen. Muss man sich überlegen, ob man da schon genug von hat oder ob man noch welche braucht. Also ich gehe mal hier so ein bisschen mehr unter die Kamera. So. Hier wieder so ein bisschen hoch machen. So, da haben wir noch 3 Stück, wenn ich das richtig sehe. So, den hier. Hier ist noch 2 sind da noch. Ich soll wieder so ein bisschen gerade machen und austrennen. So, das Ganze mache ich auch noch hier bei dem Taster. Da hört ihr schon, da sind das ein bisschen dickere Drähte als bei dem Widerstand. Die hier, da muss man nichts abtrennen. So, jetzt haben wir den Sockel drin, das Teil drin, 8 Widerstände drin. Die kann man jetzt hier noch so ein bisschen feiner machen, dass die nicht ganz so unordentlich aussehen. Der ist eigentlich falsch rum drin, aber das sind ja bei Widerständen, gibt es keine Richtung, war nur von der Beschriftung unten so, dass der eben da aufrecht stehen sollte. Jetzt steht er da aufrecht, spielt keine Rolle. So ein Taster haben wir drin und wir haben die Spannungsversorgung drin. Jetzt kommen nur noch die 84 Leuchtdioden. Das ist natürlich ein kleiner Angang und da habe ich mir schon überlegt, wie mache ich das, dass ich die da reinsetzen kann und nicht jedes Mal die so umbiegen muss, die Drähte. Also mal gerade die Leuchtdiode selbst. Davon habe ich jetzt gerade vorgestern 200 Stück gekriegt. Deswegen kann ich jetzt hier auch überhaupt löten. Da haben wir hier einen Pin, der ist länger. Und das ist die Anode, der kürzere ist die Kathode. Und an der Leuchtdiode selbst haben wir an der Seite, wo die Kathode ist, so eine Abflachung. Da kann man das auch sehen. Hier auf der Platine kommen die Kathoden immer nach links.
Die Anoden sind rechts, also wird das Ding hier so reingesetzt und muss hier unten verlötet werden. Aber das wackelt natürlich wie sonst was. Da bin ich echt am Überlegen, da mache ich auch jetzt erstmal eine Unterbrechung, überlege mir das nochmal. Entweder mit irgendwas Klebstoffmäßigem, ich denke mal, das wird es werden, und zwar hier irgendwie so ein Mini Gummi, vielleicht von so einem Patafix oder sowas, dass man die Leuchtdiode da so reinsetzt, oder man setzt das hier unten in die Leuchtdioden rein. So ein Stückchen Patafix ist natürlich eine Menge Vorbereitungsarbeit, aber dann kann man die so reinsetzen und dann bleiben die direkt so drin. Es gibt garantiert auch fertige Sachen, um sowas vernünftig zu machen. Mit Sekundenkleber möchte ich hier nicht rangehen, das ist garantiert nicht hübsch, vor allem hinterher kleben die Finger so hübsch. Also, wie gesagt, da bin ich jetzt noch am Überlegen. Ich mache jetzt erstmal eine Unterbrechung bei dem Video und dann geht es gleich weiter, wenn ich mir überlegt habe, wie ich die Leuchtdioden komplett einlöten möchte. So, ich habe mir was überlegt. Der Lötkolben heizt gerade vor. Ich habe hier schon mal so ein ganzes Kontingent an Leuchtdioden liegen und ich werde hier erstmal einen Teil der Leuchtdioden halt reinsetzen. Wie gesagt, immer die langen kommen nach rechts und dann stecken wir die hier so rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück zum Beispiel. Können wir die 3 da auch noch mitnehmen. Also gucken wir mal, wie viel wir haben. Ich werde auf alle Fälle nicht alle auf einmal setzen. Das wird wohl schief gehen. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7. Und dann machen wir die 3, 8, 9, 10 haben wir dann. So, dann immer die langen nach rechts. Die Anoden der Leuchtdioden. So, dann na komm. So, jetzt haben wir die da drin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Und die möchte ich jetzt auf irgendeine Art und Weise mit einem Stück Klebeband fixieren. So, das heißt, ich lege das hier so auf. Dann haben wir hier so ein Isolierband. Ich mache das mal wieder hier in die Mitte. Sollte genügend lang sein. Und dann ziehen wir das hier so rüber. Fixieren das hier. Klappen das hier so um und dann gucken wir uns das mal von unten an. Jo, das bleibt schön gerade. Die kann man jetzt hier noch so ein bisschen richten, wobei das ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Hier noch ein bisschen andrücken. So ein bisschen richten kann man die später noch. Ich denke mal, so machen wir das. So, dann, das wird jetzt so genommen. Dann
kann man nochmal hergehen, gucken, sind die Pinchen, die aus den Pads gucken, die quadratisch sind, alle kürzer. Das sollte man immer machen. Weil sonst hat man eine Leuchtdiode falsch rum drin. Das scheint aber hier alles korrekt gelaufen zu sein. Also können wir hier jetzt wieder löten. Der Lötkolben hat seine Löttemperatur schon längst erreicht. Und dann setze ich doch mal lieber wieder die Lupe auf. Und dann können wir hier jetzt anfangen zu löten. Ich mache jetzt erstmal die Anoden sind das hier. Sieht nicht so richtig gut aus, aber ich denke mal, das ist trotzdem gelötet. Nur ein bisschen dunkel. Durch Dreck an der Lötspitze. So, dann machen wir hier weiter. Warum geht der denn nicht? Jetzt aber. So, jetzt haben wir alle Anoden angelötet. Gucken wir mal gerade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Dann drehen wir das Ding mal rum und machen jetzt die Kathoden dran. So, dann fangen wir hier an. Haben wir das am Schirm? Ja. Jo, ist dran. Da muss er sich jetzt hier so ein bisschen mit dem Löteisen den Weg durch die Pinne bahnen. Na komm. Irgendwie will der gerade nicht. Der muss aber ran. So. Dann haben wir das hier. So, gucken wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Lötpunkte. Okay. Klebestreifen abziehen. Schauen wir uns das mal an. Das sieht ganz vernünftig aus. Und da haben wir jetzt schon 10 Leuchtdioden eingelötet. Also schon ein Achtel. Fast ein Achtel der Leuchtdioden, die wir benötigen. So, jetzt habe ich hier noch liegen 4 Stück. Wobei die tun wir mal beiseite. Die ist, glaube ich, aus einer anderen Charge. Ich möchte halt die Leuchtdioden alle aus derselben Charge haben.
nicht die, die ich schon vor 2-3 Wochen bekommen hatte. Die kann man ganz gut an der Farbe unterscheiden. Die haben so ein bisschen anderes Aussehen. Obwohl das dasselbe Produkt ist, was bestellt worden ist. Da werde ich auch noch ein Review zu machen bei AliExpress und das da auch aufführen, dass eben die Chargen wechseln können. Das muss man halt wissen. Das kann man denen jetzt nicht vorwerfen. Bei dem Preis, was das kostet, muss ich da nicht unbedingt motzen. Aber man muss es halt wissen, dass es unterschiedliche Leuchtdioden sein können. So, jetzt machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, machen wir nochmal 10. So, wiederum die langen Pinne, die kommen nach da, nach rechts. So, ich glaube, ich war gar nicht im Bild, aber jetzt sind wir wieder im Bild. Also die erste ist da und dann wieder langer Pin nach rechts. Die Kante der Leuchtdiode nach links. Das ist jetzt nur diese hier. Das heißt, dann machen wir ruhig die beiden hier auch noch. Den und den hier. Das heißt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stück. Okay. Die sind schon fest. Okay, die 10 möchte ich jetzt wieder mit dem Klebeband versehen. Klebestreifen, alles muss passen. So, lang genug. Drücken wir die hier oben an und schauen uns das von unten an. Dann gucken wir jetzt nochmal überall die lange nach rechts. 1, 2, 3. Gucken wir mal, die sind alle 4, 5. So, hier unten, da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Klebestreifen. Gleich beim Löten. Ja, das wird aber gehen. So, dann können wir das hier wieder so auflegen und weiter löten. Fangen wir mal mit diesen beiden hier an unter dem Klebestreifen. So, einmal da. Macht alles nur das nicht, was man will. Das kennt man ja. Ihr seht, was ich mache. Ja, das seht ihr. So, Pin 1. Ich löte den jetzt direkt mit an hier. Ich glaube, da mache ich euch jetzt das Bild weg durch meine Hand, aber da muss man ein bisschen brutal sein. So, und dann können wir jetzt die weiteren anlöten.
So, ich denke, ich mache wieder jetzt erstmal hier jetzt die Anoden. Der sieht mir nicht gut aus hier. Ja, muss man gleich mal genauer gucken. So, dann machen wir jetzt die. Da sind noch Anoden nicht gelötet. Das heißt, hier die. Ja, noch ein Stück, weil die 10. hatte ich vorhin schon gelötet. Das ist die da unten an den Klebestreifen. So, dann machen wir jetzt die Kathoden. Die da oben müssen wir nicht machen, aber hier diese. Seht ihr das? Ja, dann müsstet ihr sehen. Machen wir erstmal den hier. Dann haben wir jetzt noch 3. So. Ja, die werden wohl alle verlötet sein. Können wir jetzt den Klebestreifen lösen und sieht ganz vernünftig aus. Nicht alle ganz gerade, da kann man gleich noch ein bisschen richten. So, also jetzt haben wir glaube ich schon 20 Stück drin. Dann machen wir jetzt, ja die oben hier, die hätte ich gerne auch noch, gut machen können. Das machen wir jetzt auch direkt und zwar mit den selben Klebestreifen von gerade. Und zwar diese hier. Da haben wir jetzt hier noch so einen Klebestreifen liegen und dann ziehe ich den hier noch mal drüber. Schauen uns das mal gerade an. Das ist natürlich jetzt auch so ein Kandidat auf der Kante, aber ich denke mal, das kriegen wir hin. So, ihr seht, wo ich löte. Ja, ihr seht, wo ich löte. Da wird einmal gelötet. So, das lange ist nach rechts. Auf dem runden Pad. Okay, Nummer 1. Und dann machen wir hier noch die Kathode dran. So. So kann man jetzt ein bisschen gerade rücken. So, da haben wir schon hier einen ganzen Teil bestückt. Und dann geht es jetzt hier weiter. Das heißt, die schmeiße ich raus, die Leuchtdioden, die nicht zu der Charge passen. Dann haben wir einmal das hier. Da muss man jetzt echt gucken, welches ist der längere. Das sieht man bei der Leuchtdiode hier fast nicht. Aber die Kante ist da. Okay, ist doch so, wie ich gedacht hatte.
dann machen wir jetzt diese ganze Reihe hier. So, du kommst weg. Du kommst auch weg. Und dann, das ist wieder eine falsche Grad gewesen. So, hier haben wir wieder die richtige Charge. So. Jetzt habe ich also die hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Stück. Und dann legen wir das wieder hier so. Legen hier was Schweres drauf. Und dann machen wir wieder einen Klebestreifen. So, ich bin fast der Meinung, da machen wir 2. Weil einmal für den kriege ich da mit dran. Den hier, den kriege ich, na doch, müsste ich eigentlich auch hinkriegen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. So, das ist der Klebestreifen. So, hier drüber. Spannen, andrücken und dann herumdrehen. Nochmal gucken, ob die alle lang sind auf der richtigen Seite. So, da sieht man schon die erste LED hier, die war ein bisschen krumm. Das machen wir nochmal gerade. Ja, das ist nicht so perfekt. Ziehen wir das noch mal ein bisschen stramm. Ja, ganz akkurat gerade sind die jetzt nicht. Aber wie gesagt, da kann man hinterher immer noch ein bisschen ohne Löten nachrichten. Wie gesagt, es ist ja auch ein Handprodukt, eine Handarbeit. So, dann fangen wir hier an mit der Löterei. Ich habe leider keinen Schwamm hier, aber ich habe hier so ein Tuch, das kann ich mal gerade nehmen, um die Lötspitze so ein bisschen sauber zu machen. So, seht ihr das? Ja, das seht ihr. Ich fange also hier an. Fangen wir ruhig mit dieser Anode da an. So. Drei. Vier. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Hier die Nummer 11. Dann ist da, glaube ich, noch einer. Jo, das ist der hier. Da muss man jetzt wieder den Klebestreifen so ein bisschen beiseite tun. Dann kriegen wir den auch angelötet. So, das müssen sie eigentlich alle gewesen sein. Dann machen wir jetzt die Kathoden. An der Seite, das kann man wieder so hinlegen. Die sind ja jetzt schon relativ fixiert. So, wo müssen wir hin? Da haben wir die erste Kathode. So,
Seht, wo ich löte. Ja, ich ziehe das mal hier noch so ein bisschen rüber. Komm. So, wo waren wir? Den haben wir, jetzt haben wir hier noch 3 Stück. So, gucken wir uns die noch mal an. Haben wir alle. Das sieht positiv aus. So, ziehen wir den Klebestreifen mal ab und schauen uns das an. Ja, die hier, die ist Mist. Die werden wir wohl noch mal. Die sind alle nicht so richtig dolle. Also die beiden hier oder die 3 hier, die möchte ich eigentlich nachträglich noch tiefer setzen. So, gucken, wie wir das hinkriegen. So, Nummer 1, Nummer 2, das sind die beiden hier. Dann haben wir ihn reingeschoben, aber bis unten hin. Die anderen sind hier, das ist nicht gut. Da sieht man die Nachteile dieser Technik. Technik in Anführungszeichen. So. Hier haben wir hier oben noch einen. Den schiebe ich gerade auch noch mal nach. Ja, so sieht es gut aus. Da muss man echt aufpassen mit dem Klebestreifen. Das ist nicht perfekt. So, hier ist jetzt noch einer hier oben. Den möchte ich eigentlich auch noch reinschieben. Das ist vorbei. Na doch, ich will es schon schön haben. Hinterher der hier. So, ja, so kann man es lassen. Und dann müssen wir jetzt beim nächsten hier mal ein bisschen Acht geben, dass wir es vielleicht besser hinkriegen.
So, dann nehmen wir jetzt mal das Klebeband und gucken mal. Ja, das ist schon knapp, aber hoffen wir mal, dass wir es vernünftig hinkriegen. So, holen wir uns hier mal wieder einen Satz von Leuchtdioden rein. So, das heißt, ja, das ist eine aus der anderen Charge. Die hat längere Pinne. Die erste Charge hatte wesentlich längere Beinchen. So, noch ein paar. So, da sind wir jetzt da. Also das ist jetzt hier diese ganze und die hier unten auch noch. Die möchte ich eigentlich komplett bestücken. Kann ich den richtig rum? Ja. So, dann du noch. Und du noch. So, jetzt haben wir hier diese ganze Reihe hier. Und da muss man jetzt mal schauen, wie man da vernünftig den Klebestreifen drauf kriegt. Ich habe hier so einen Schraubstock. Der ist relativ flexibel einsetzbar. Das heißt, den packe die jetzt erstmal weg hier, die Platine, und richte mir den Schraubstock ein, dass ich die Platine da einspannen kann, um den Klebestreifen zu setzen. So, dann kann man den hier so drehen. Ja, das mal so. Und da müssen wir jetzt gucken, wie wir da den Klebestreifen drauf kriegen. Mein Band ist irgendwo verschwunden. Ach, da haben wir es. So. Das heißt, gucken wir nochmal an. Hier 1, 2, 3. Da auch 1, 2, 3. Wer hat den Ball? So, dann Klebestreifen lang genug. Ziehen wir das jetzt hier so drüber. Machen wir hier nochmal ein bisschen Nachdruck. Vielleicht mache ich noch einen Klebestreifen drauf.
drehen wir mal rum. Schauen uns die mal an. Und ziehen den Klebestreifen jetzt hier noch so ein bisschen. Oh, oh, oh. Ja, müsste eigentlich funktionieren. Muss ich das nur hier jetzt noch so ein bisschen zurechtrücken. Gucken wir mal, sind die einigermaßen. Versuchen wir unser Glück. So, wir legen das jetzt wieder so hin und den Schraubstock können wir jetzt erstmal wieder beiseite tun. Löte die ein, dann sehen wir gleich das Ergebnis. So, fangen wir hier unten an. Ich mache jetzt hier direkt beide Seiten. Erst die Kathode, die Anode. Und da mache ich jetzt, ich bin jetzt auf der Kathodenseite hier. Ja, auf der Anodenseite bin ich, ne, ist schon richtig. Die runden Pads sind die Anoden. Und da sind auch die langen Beinchen drin. Ist also richtig. So, an sich habe ich die Anoden hier alle angelötet, außer hier oben die beiden. Die machen wir jetzt auch mal gerade, weil dann kann ich das Klebeband schon mal wegmachen und schon mal sehen, ob die mindestens so einigermaßen drin stecken. Ob ich wieder dasselbe Problem habe, was ich gerade hatte. So, schauen wir uns das mal gerade an. Klebestreifen weg. So, wie sieht es aus? Also hier die äußere hier, die kann man ein bisschen gerade rücken. Die kann man auch hier noch so ein bisschen richten. Sind aber nicht ganz schlecht. Kann einem nur schlecht von werden. So, dann dann können wir jetzt die Anoden auch anlöten. Wie gesagt, das ist kein Schönheitswettbewerb, die Löterei hier. So, dann fangen wir mit dieser schwierigen Kathode da an. Die beiden hier, oder einer ist das, glaube ich, nur. Ja genau, der hier ist ja schon gelötet. Und dann müssen wir jetzt hier noch die Kathode löten. Kinder betet, Tutorius lötet. So, das müsste es eigentlich gewesen sein. Also jetzt haben wir schon eigentlich die Hälfte des Herzens fertig. So, hier, da sieht man, das ist nicht so ganz drin. Da kann man jetzt, wenn man möchte, das möchte ich mal, den hier noch ein bisschen reinsetzen. Das heißt, wieder hier, seht ihr das? Ja, wieder auf beiden Seiten so wechselnd erhitzen. So. Schauen wir von der Seite. Ja, verbogen. Ja, der ist jetzt schon gut.
reicht. So, dann guckt so ein bisschen raus, egal. So, jetzt haben wir hier noch weitere Leuchtdioden. Ich habe hier noch 3 Stück liegen. Die sind auch aus dieser Charge. Und dann grade ich noch mal in meine Kiste hier. So, das ist eine andere. Klebestreifen hier, die entsorge ich jetzt erst einmal. So. Dann haben wir hier, ich hoffe, genug. Okay, fangen wir mal an. Also ich mache jetzt erstmal diese hier, ob ich den damit beimache. Na komm, versuchen wir es. Also jetzt wieder die langen Pinne nach rechts und dort reinsetzen. Da muss ich gleich nochmal Dioden nachtanken, noch ein paar aus dem Kistchen holen. Na komm. Ja, da muss man auch zum Teil nachdrücken. Wenn man das vergisst, dann stehen die halt so raus. Und dann sieht es halt nach dem Löten falsch aus. Und es ist gar nicht unbedingt der Klebestreifen, sondern dass man die auch zum Teil nachdrücken muss. So, dann haben wir den hier. Hier. Ich versuche jetzt wirklich mal alle hier zu machen. So, dann hatte ich aber noch einen liegen, eine Leuchtdiode. So, du kommst dahin und du kommst dahin. So, jetzt haben wir also die 3 hier, die hier hoch und hier oben, da haben wir auch 3. So, jetzt machen wir da wieder den Trick mit dem Schraubstock. Hier geht das jetzt noch. Gleich bei denen, da muss ich mir überlegen, wie ich das mache. So, das heißt, da müssen wir jetzt den Klebestreifen draufsetzen. Und zwar so. Da die möglichst mitnehmen. Müssen wir vielleicht gleich noch einen zweiten Klebestreifen machen, damit alle wirklich getroffen werden. Deswegen mache ich jetzt direkt einmal hier die Seite. So. Und dann machen wir noch einen Klebestreifen da drauf. Das war auch, der ist ja fest. Die anderen sind jetzt eigentlich auch schon so gut wie erwischt, aber ich will halt sicher gehen. So. Schauen wir uns das mal von unten an. Jo, so nehmen wir das, legen das hier hin und löten jetzt erstmal nicht auf der Kathodenseite wirklich. Das heißt, ich löte ja mal von rechts ran, weil ich mit der rechten Hand hier löte. Und dann machen wir erstmal hier jetzt die Kathoden.
war es nicht, jetzt aber. So, ein bisschen verschieben hier, damit ihr seht, wo ich löte. Gelötet. Ja, der ist gelötet. Dann können wir jetzt die Streifen schon mal wieder abziehen. Weg damit. Und die sehen gar nicht mal so schlecht aus. Dann können wir die jetzt hier so ein bisschen richten. Die Anoden anlöten. So ein bisschen richten. Jo, und dann so hinlegen, dass wir jetzt die Anoden hier auf der rechten Seite haben. Und dann, gut, der ist gelötet, da fangen wir an. Seht ihr das? Jo, das seht ihr. So, ich mache nochmal gerade die Lötspitze ein bisschen sauberer. Und komm. So, dann haben wir hier unten noch zwei etwas schwierigere. So, einmal den hier. Ich denke, den habe ich erwischt. Und dann haben wir noch diese Anode hier. Ja, na komm. Oh, ich glaube, der sollte gelötet sein. So, gucken wir mal gerade. Jo, gucken wir uns das von oben an. Die sehen ganz vernünftig aus. Also jetzt haben wir nur noch die hier. Das sind aber auch mit die schwersten. Die hier, die kriegen wir noch ganz gut hin mit dem Stück hier, mit dem Schraubstock. Aber ich werde die erstmal reinlegen, setzen. So. Das heißt, dann machen wir jetzt hier Nummer 1, andere Charge, so Nummer 2. So, kann man noch mal in die LED-Kiste. So, das ist auch eine andere, so viel hatte ich davon noch, man glaubt es kaum. Oder aber bei den 200 sind 100 so, 100 so, das wäre auch nicht unmöglich. Aber ich glaube nicht. So. So. Jo,
und gibt es wieder so einen Dreier. Da muss man dann gucken, wie wir das mit dem Klebeband vielleicht managen. So, dann haben wir die so. Das heißt, ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leuchtdioden, die wir da reinlöten. Das heißt, die werden jetzt erstmal hier wieder fixiert mit dem Klebestreifen. So dass die 3 da unten auch erwischt werden. Also so, das müsste eigentlich funktionieren. Steht fest, ja, steht fest, ja, das sieht gut aus. Dann können wir das hier wieder lösen und dann ein bisschen andrücken. So, mit so einer dritten Hand wäre sowas vielleicht ein bisschen einfacher. Muss ich mir noch bestellen irgendwann. Im Moment habe ich das nicht. So, fangen wir mit den schwierigen hier an, wo der Klebestreifen ist. Ich bin jetzt wieder auf der Anodenseite. Anode. Das machen wir da auch. Anode. Na komm. So, können wir das wieder da andrücken und dann können wir jetzt hier weiter die Anoden löten. Da, den bitte auch. So, jetzt müsste ich die Anoden alle erwischt haben. Also machen wir den Klebestreifen weg. Gucken uns die an. So, die sind eigentlich ganz in Ordnung. Ja, dann können wir die jetzt auch noch auf der Kathodenseite löten. Das heißt, fangen wir hier mit den schwierigen an. Ein bisschen mehr Lötzinn vom Band, von der Rolle. So, der Block hier, der stört auch. Den da. Und dann haben wir jetzt noch diese Kathoden hier. Hier. So, dann haben wir noch die beiden hier. Na, komm. So, und der letzte hier. Jetzt sind nur noch wenige Leuchtdioden zu setzen. Und da muss man jetzt schauen, wie bringt man das Klebeband an. Ich denke, die können wir jetzt, die stehen jetzt ganz gut auf den Beinchen. Die können wir wirklich so machen, da brauchen wir den Schraubstock nicht mehr. Also hier jetzt auch wieder. Ja, da legen wir noch mal was Schweres auf hier. So. Und schauen uns das mal an. So, wir haben hier noch weitere Leuchtdioden. Ich versuche die jetzt alle auf einmal zu setzen und zu löten. So, langes Pinchen nach rechts.
Das ist auch eine andere Charge. Der nicht, das habe ich nur wahrscheinlich schon mal in der Hand gehabt und ein bisschen krumm gebogen. So, das, ihr seht da, wo ich bin, ja, es geht klar. Recht länger. Ja, da muss man gleich ein bisschen aufpassen, weil die stehen natürlich jetzt auch unten auf. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, wie man sowas professioneller erledigt. Mit was da klebt oder so. Das wäre natürlich cool, wenn es da was gibt, was man nicht so aus Patafix schneiden muss, sondern wenn man so kleine Klebsachen hätte. So. Das sollte jetzt die letzte Leuchtdiode sein. Und dann werden wir hier nochmal das benutzen. Das machen wir so. Müssen wir jetzt da den Klebestreifen draufsetzen. Okay, so, von wo müssen wir? 1, 2, 3. Da sieht man hier schon, das ist schon knapp. Da machen wir 2. Einmal so. Nochmal einen Klebestreifen, den setzen wir jetzt hier so drauf. So, den können wir jetzt hier schön andrücken, hier schön glatt ziehen und dann sieht das schon ziemlich gut aus. So, dann können wir die hier hinsetzen und ich bin jetzt hier wieder auf Kathodenseite, also fangen wir an mit den Kathoden zu löten. Das haben wir einmal hier. So, und dann geht es da weiter, aber ich mache gerade noch mal die Spitzen ein bisschen sauber. So, dann haben wir jetzt hier die äußeren Kathoden noch. So, jetzt müsste ich eigentlich alle haben. Hier so drüber streichen, ja. Dann nehmen wir den Klebestreifen erstmal weg. Gucken uns die erstmal von oben an. Wir können die jetzt so ein bisschen richten in ihrer Richtung, dass die so möglichst gerade stehen. So. Noch ein bisschen. Und dann können wir jetzt noch die Anoden anlöten. So, da fangen wir hier unten an. Ich muss mir unbedingt einen neuen Schwamm besorgen für meine Lötstation. Keine Ahnung, wo man solche Schwämme kriegt. Es gibt ja keine Läden mehr, wo man hinfahren kann. Ich habe ja jetzt fast alles bei AliExpress bestellt. Der Grund ist,
dass die ganzen Elektronikversender, die es in Deutschland gibt, die haben so blöde Frachtkosten. Ich würde liebend gerne noch zum Konrad hinfahren können oder zu meinem alten Elektronikladen WE Elektronik, und da hätte ich dann hier einen IC-Sockel gekauft, Pfostenleisten, hätte da 20, 30, 40 Euro gelassen, aber das geht nicht, und wenn ich das bestelle, muss ich sagen, da sehe ich echt nicht ein, dass ich für eine Lieferung, die man in einem Briefumschlag packen kann, 6,90 Euro an Versandkosten bezahlen soll. So, jetzt haben wir alle Leuchtdioden verlötet. Jetzt müssen hier unten noch die Pinne ab. Das heißt, da kommt wieder der Seitenschneider. Und ich nehme jetzt mal die Lupe ab, die brauche ich dafür, glaube ich, nicht. Und da hängen noch ein paar dran, und jetzt kann man hier anfangen, die alle abzutrennen. Ich nehme jetzt hier immer 2 auf einmal. Also nicht 2 Leuchtdioden, 2 Pinne von einer Leuchtdiode auf einmal. Wenigstens, wenn ich es hinbekomme. So, da habe ich noch einen erwischt. So, sieht man schon mal hier, fast die Hälfte habe ich halt abgetrennt.
ist eine Arbeit für einen, der Vater und Mutter erschlagen hat. Aber es muss halt sein. So, dann so, dann haben wir die alle abgetrennt. So, das Herz ist komplett bestückt. Die Inbetriebnahme mache ich in einem anderen Video. Das soll es zu diesem Video hier gewesen sein. So, das sieht gar nicht mal so schlecht aus von der Maßhaltigkeit, was so die gesteckten Leuchtdioden ansieht. Könnte jetzt hier noch ein bisschen nachjustieren, ist aber gar nicht unbedingt notwendig. Und wie gesagt, kommt jetzt hier der Chip rein und da Spannung dran und dann sollte das auch schon laufen. So, aber wie gesagt, die Inbetriebnahme, die mache ich in einem gesonderten Video. Das war jetzt hier die reine Lötorgie für das LED-Herz. Hoffen wir, dass ich alles erwischt habe. Das werden wir sehen, wenn es halt nicht so leuchtet, wie es soll. So, dann, wenn euch solche Videos gefallen wie das hier, dann lasst gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Damit danke fürs Zuschalten und bis zum nächsten Video. Ich hoffe spätestens bis zum Inbetriebnahme-Video. Tschüss!